ma connaissance, il n'y a pas de traitement. Parce que la grippe, qu'est-ce que ça peut faire? Une grippe grave, ça peut faire des surinfections. Vous n'avez pas d'antibiotiques. Ça peut faire une insuffisance respiratoire. Je ne sais pas s'ils avaient facilement... Ils ne pouvaient pas donner de l'oxygène à tout le monde. Hein? Ils ne pouvaient pas intuber les gens comme ils ont fait pendant le Covid. Actuellement, de les mettre aux soins intensifs intubés pour faire fonctionner artificiellement les poumons. En 1918, je crois qu'ils étaient très impuissants. Certains avaient déjà des médecins avaient des masques, mais c'était des masques en tissu avec des attaches, quoi. Ça ne devait pas filtrer. Ça ne devait pas être d'une protection extraordinaire. Et il y avait beaucoup de personnel médical, des infirmières, des médecins qui étaient malades. Mein Großvater, der ging mit seinen Söhnen regelmäßig ins Brausebad. Also Reinigung war einfach sehr groß geschrieben und meine Großmutter hat geschaut, dass den Kleinen, also der Kleinen, das war sie vor allem, die haben eine ganz konsequente Hygiene gelebt und das auf ganz kleinem Raum. Die waren zum Teil zu 8 in einer 3-Zimmer-Wohnung in der Ilsbewitter. Und die haben alle zusammen, und zwar nicht künstlich, sondern es hat dazu gehört, dass man sorgfältig schaut, auch auf die eigene Hygiene und Reinigung. Da sind die Medien noch nicht so präsent gewesen. Man hat nicht im Fernsehen und kein Radio und nichts gehabt. Das ist in so einem kleinen Dorf. Es haben eigentlich die Medien wahrscheinlich gefehlt, habe ich das Gefühl, wo jeden Tag erzählt hätten, was man machen muss. Das ist nicht wie heute, wo der Bundesrat Perse gesagt hat, bleiben Sie zu Hause, Hände waschen. Das hat es wahrscheinlich eben gar nicht gegeben. Donc, on va dire, le soutien médical à la population a été fait dans l'urgence et avec des connaissances limitées. Et puis le soutien, on va dire, social et économique à la population a été également très limité. Et il était un peu mêlé aux problématiques d'approvisionnement et d'appauvrissement de la population liées aux difficultés de la Première Guerre mondiale. Donc, ça a eu, quand la pandémie est passée, elle n'a pas laissé des traces, on va dire, durables, par exemple, dans les budgets publics ou l'organisation hospitalière, parce que ces dernières étaient encore en pleine formation. Das war der Hausarzt. Der ist natürlich dann jeden Tag gekommen. Und war gefallen. Und ich weiss nicht, was er genau gemacht hat mit meinen Leuten in der Familie. Aber er hat mir einfach gesagt, wie ich das machen muss mit Firmenmessen und Essigsöckchen machen und kühlen, wenn jemand Fieber hat. Also die haben ja Fieber gehabt. Und so Sachen. Und was er ihnen genau verabreicht hat oder so, das weiss ich nicht im Detail. Aber er ist auf jeden Fall jeden Tag vorbeigekommen. Manchmal sogar zweimal. In der schlimmsten Zeit ist er manchmal am Morgen gekommen und ist hat gesagt, ich komme dann zur Abend nochmal. Der hat aber auch nur 2 Häuser weiter weg. Und da kann die nicht weit gehen. Aber wir sind ja nicht die einzigen Patienten gewesen. Also meine Familie, das Hauptdorf war auch krank. Und dort ist man krank oder nicht, fertig. Und es ist so das hat er 4 gegeben und die ist so in der Regel in 3 bis 5 Tagen das durch gewesen. Mit dem typischen Verlauf, einmal Fieber rauf, Fieber ab und nochmal zack und dann ist es durch. Wahrscheinlich ist sie relativ gliedlich abgelaufen. Es ist jetzt etwa sehr hohe Dingsball, es wäre ein Ansteckungspotenzial gehabt. Aber die Folgen sind sicher nicht so schwer gewesen wie beim Covid, das ist klar. Ja, es ist vor allem eben die vielen Leute, dass es alles Gäste sind, hohe Fieber, sehr viel Husten, aber eigentlich kaum je einen schweren Fall, wo man hätte ins Spital tun müssen. Und die meisten sind innerhalb von wenigen Tagen wieder ziemlich gut beieinander gewesen. Also es sind nicht in dem Sinn Komplikationen gewesen. Mit wenigen Ausnahmen.
Und ja, man hat einfach so wahnsinnig pressieren, dass man alle die Hotelgäste können besuchen. Und dann hat ihn jeder gefunden, warum kommen sie erst jetzt? Sie hat doch heute Morgen jemanden telefoniert. Und ich sage, sie sind halt nicht der Einzige. Ja, ich habe also eine Patientin verloren durch Krippen. Das war eine etwa 80-jährige Frau, die ist zusammen mit ihrem Mann jeweils immer im Winter für 2 Wochen nach Arosa gekommen, hat sich dort immer sehr wohl gefühlt und ich bin sie praktisch täglich besuchen, aber sie hat sich einfach nicht mehr erholt. Und plötzlich hat sie Herzkammerflimmern bekommen und ist dann gestorben. Ich habe dann noch den Chef geholt, wir haben noch das EKG gemacht, wir haben reanimiert, aber die Frau ist uns verstorben. Das ist die schlimmste Erinnerung, die ich an die Grippeepidemie in Arosa habe. Der Verlust von dieser sehr liebenswürdigen 80-jährigen Dame.